Heute mal ein bisschen in einer anderen Umgebung und das deshalb, weil ich euch dieses Teil hier zeigen wollte. Das ist das, was wir heute zusammen nähen werden und ich verspreche euch, es ist wirklich super einfach und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch gleich. Was wir als erstes brauchen, ist ein Stück Stoff oder jeweils ein Stück Stoff von 1,30 Meter mal 45 cm. Und die habe ich jetzt aufeinander gelegt, rechts auf rechts. Das heißt, die Seite, die nachher außen ist, die liegen jetzt aufeinander. Ich habe hier einerseits ein Vlies, ein schwarzes, was ich immer am angenehmsten finde, am Hals zu tragen. Und dann habe ich mir hier so ein gepunktetes Muster ausgesucht, was dann eben einen schönen Kontrast auch gibt. Und dann legt ihr eben diese Seiten aufeinander und steckt es ab. Ihr könnt das mit Nadeln machen. Ich nehme hier mal so Clips. Ich finde das fast am einfachsten. Und eben das rundherum. Und wenn ihr das gemacht habt, dann können wir auch schon ans Nähen gehen. Wenn ihr das Ganze auf der Nähmaschine habt, guckt einfach, dass ihr hier so einen Zentimeter Abstand hat als Sicherheit. Und dann habe ich die Maschine eingestellt auf eine Stichbreite von 4 und eine Stichdistanz oder Länge von 1,5. Und ich steppe jetzt alles entlang der Stücke ab und lasse aber dann auch noch eine Wendeöffnung von ca. 15 cm offen. Und nicht vergessen, am Anfang und am Ende der Naht zu verriegeln. Ne? Bevor wir jetzt dann zum Bügelbrett übergehen, müssen wir noch Folgendes machen. A, müsst ihr die Ecken schneiden, das heißt hier, Achtung, nicht in die Naht rein, sondern einfach an die Naht dran. Und das macht ihr deshalb, weil wenn wir das dann wenden, habt ihr sonst so einen Bongel, weil alles zusammengestoßen wird innen drinne. Das ist das eine. Was wir auch noch machen müssen, ist den Stoff zu verstärken, dort wo die Druckknöpfe hinkommen. Das heißt, jeweils an den oberen Ecken. Mache das einfach mit einer Nadel fest, damit ich das dann, weil es ist so ein Aufbügelstoff, hier so ein Quick Fix Aufbügelstoff und das heißt, mit dem heißen Bügeleisen bleibt ihr dann effektiv am Stoff kleben. Dann die andere obere Ecke auch noch. Und was wir dann unten machen müssen, ist von der Seite müssen wir 45 cm reinmessen, ab Naht. Es muss auch nicht super genau sein, es geht einfach darum, dass um diesen Bereich herum, dass hier so ein Pad drauf habt. Das wäre das hier und von der anderen Seite müssten es 42 cm sein.
So, dann haben wir das. Und dann können wir eigentlich schon ans Bügeleisen. Dann könnt ihr hingehen und diese Pads aufbügeln. Ich habe das Bügeleisen auf die höchste Stufe gestellt und ich habe den Dampf rausgenommen. Und einfach wichtig, das, was glänzig ist, das ist nämlich der Klebstoff, das muss unten sein. Nicht, dass ihr da mit dem Bügeleisen drauf geht. So, und dann bleibt ihr da einfach ein bisschen drauf. Die kleben auch relativ schnell. Und das macht ihr einfach auf allen, überall wo ihr so ein Pad hingemacht habt. Mit der Hitze löst sich quasi der Kleber unten und das hält dann auch. Ne? Da könnt ihr dann dran rumfriemeln, wie ihr wollt, das bleibt dann auch drauf. Jetzt, bevor wir weitermachen mit dem Bügeleisen, könnt ihr das Ganze durch die Wendeöffnung drehen. Das heißt, ihr geht hier in die Wendeöffnung rein und holt euch die oberste Ecke und zieht die quasi durch diese Wendeöffnung vorsichtig durch. Und dann bei den Ecken könnt ihr mit dem Finger das so ein bisschen rausstoßen, dass ihr da eine schöne Ecke habt. Und dadurch, dass wir diese Ecken vorhin abgeschnitten haben, sind die jetzt auch schön flach und eigentlich, ja, es ist definitiv schöner, als dass hier so ein Bommel drauf ist. Und was ihr dann machen könnt, ist, ihr legt das Ganze hin und schiebt die Naht so ein bisschen vor, bis alles schön gerade ist, und dann geht ihr da mit dem Bügeleisen nochmal drüber. Das hilft euch dann nachher auch beim Nähen, kriegt ihr ein bisschen eine schönere Naht auch hin. Und da könnt ihr effektiv den Dampf wieder aufdrehen. Das mache ich jetzt rundherum, und was ich auch noch mache, ist die Wendeöffnung. Ne? Wir haben ja hier jetzt ein Stück, das eigentlich offen ist. Und da guckt ihr, dass hier schön gerade dass hier jeweils diese 1 cm reingelegt ist von beiden Stoffen. Dann mache ich das jeweils kurz mit einer Nadel fest. Und dann bügele ich das auf und die Nadeln lasse ich effektiv drin, bis ich nachher an der Nähmaschine bin und das dann zugenäht habe. Zurück an der Nähmaschine machen wir jetzt einfach das so, dass wir den ganzen Rand absteppen. Da habe ich eingestellt eine Stichbreite von 0, weil ich will einen geraden Strich, und die Distanz habe ich auf 2,5 gestellt. Und mit dem gebt ihr dem Ganzen nicht nur einen schönen Abschluss, sondern ihr werdet dann auch gleichzeitig damit die Wendeöffnung verschließen. Hier einfach dran denken, ne, am Anfang und am Ende zu verriegeln. Und da immer gucken, dass der Stoff wirklich schön gleichmäßig übereinander liegt.
So, und ich bin jetzt bei der Wendeöffnung angelangt. Und hier wirklich gut drauf achten. Ihr spürt es innen drin, ob hier wirklich der Stoff doppelt liegt, und hier sauber weiternähen. Und dann seht ihr, dass ihr hier wirklich einen schönen Abschluss habt, und der Schal bleibt dann auch schöner in Form. Das heißt, das ist dann nicht, dass das ganze Zeit hier an der Kante verrutscht, sondern das bleibt wirklich schön hier mit diesen zwei Lagen aufeinander. So, als nächstes kümmern wir uns um die Druckknöpfe. So, für die Druckknöpfe, wie ihr die anbringt, da brauchen wir zuerst Löcher im Stoff. Das ist eine Primzange, mit der man wunderbar dann eben auch die Druckknöpfe anbringen kann. Und wir haben, ihr spürt es innen drinnen, ne, wo dieses Pad ist. Das heißt, wir haben in den beiden oberen Ecken plus hier unten, hier ist einer, ich spüre das einfach, aber das merkt ihr auch, weil dieser Aufbügelstoff ja ziemlich robust ist. Und da geht ihr jetzt effektiv hin und gebt in die Ecke rein, macht ihr hier ein Loch. So ein bisschen von der Naht weg. So, und dann haben wir hier, seht das ja wahrscheinlich nicht so gut, aber hier ist jetzt durch den ganzen Stoff hindurch ein Loch drin. Dasselbe mache ich auf der anderen Seite. Ich weiß, es tut ein bisschen weh, wenn man das schön genäht hat und alles, und dann macht man ein Loch in das Ganze rein, aber das muss sein. Wunderbar. Gut, dann haben wir hier unten das Pad, und ich gehe einfach in die Mitte von diesem Pad, weil ich weiß, ich habe vorhin ausgemessen, dass ich hier das Loch brauche. Das heißt, bei mir geht es von hier bis hier, und ich gehe jetzt hier einfach in die Mitte rein und ein bisschen von der Naht weg. Warum sage ich das? Weil diese Druckknöpfe haben ja auch eine gewisse Breite, und ich will ja, dass der Druckknopf auf dem Stoff liegt und dann nicht über diese Naht hinausgeht. Das ist einer, und dann müsste hier drüben noch irgendwo eins sein. Ja. Das heißt, hier habe ich von hier bis hier, nehme ich die Mitte und mache da auch noch ein Loch rein. So, jetzt muss ich diese Aufsätze austauschen, entsprechend den Druckknöpfen, die ich verwende. Ich habe hier nur ein Nachfüllpack. Wenn ihr die ganze Packung kauft, dann habt ihr jeweils auch noch eine Anleitung, für welchen Knopf ihr welchen Aufsatz verwenden müsst, um diese Druckknöpfe anzubringen. Und da habt ihr jeweils einen oberen Teil vom Druckknopf, dann habt ihr einen Stift, dann das, was ihr kennt, ne, von wegen hier, das würde so aufeinander kommen. Und dann müsste es noch diesen haben. Das heißt, ein Druckknopf mit auf beiden Seiten beinhaltet diese 4 Teile. Es ist der Stift,
und dieser kleine Bommel hier, die gehören zusammen. An den Stift, mit dem gehe ich durch das Loch, das ich gestanzt habe, durch. Und dann lege ich diesen Bommel quasi oben drauf. Jetzt muss ich natürlich noch auf die Zange die richtigen Elemente aufbringen. Da, wo dieses gummige Element ist, das kommt unten auf diesen Knopf drauf. Und dann kommt oben dieser Noppen drauf. Und dann könnt ihr effektiv zuklemmen. Mit Schmackes. So, und dann habt ihr hier diesen Druckknopf wunderbar drinnen. So, das ist die eine Seite. Jetzt, weil ich diese Elemente auf der Zange habe, mache ich noch das zweite, wo ich diese beiden Elemente brauche. Und das ist effektiv auf derselben Seite, ne? Also wir haben in der Ecke haben wir so eins und dasselbe kommt auf der Seite unten drauf. Auch wieder Gummi unten, der Rest oben und mit Schmackes zu machen. So, zweiter Druckknopf ist auch fertig. Jetzt kann ich diese Elemente wieder austauschen. Und zwar kommen jetzt diese große Gummige und dann dieses metallige spitze Teil. Und dafür brauchen wir jetzt eben diese beiden. Das heißt, den Knopf, den man jeweils sieht von oben und das Element, was dann hier quasi die Verbindung schafft. Jetzt gehen wir auf die andere Seite. Und da ist es so, dass auch auf der schönen Seite dieses Teil drauf kommt und das kommt so unten drauf. Und da, wo ich das große Plastikteil habe, das ist für oben. Und gucken, dass ich meine Nähte hier nicht gleich mit verarbeite. Die muss ich nachher noch sauber machen. So, und auch wieder zu mit Schmackes. Und dann habt ihr hier diesen Druckknopf drauf. Ich kann das kurz testen. Funktioniert wunderbar. So, und jetzt haben wir noch eine derselben Seite, ne, wo wir dieses Teil haben, kommt jetzt auch noch mal eins. Auch noch mal das, wo man quasi von oben jeweils sieht. Und das mit diesem Loch drin. Gehen wir auch wieder von oben rein. Dann halte ich das und drehe das Ganze um. Und dann lege ich diesen Knopf von innen drauf. Und ich spüre, wo das Loch effektiv ist. So. Und dann auch hier wieder mit Schmackes zu. Und dann sitzt auch dieser Druckknopf. Jetzt müssen wir natürlich noch die ganzen Nähte kurz vernähen. Wäre ja nicht schön, wenn die jetzt so bleiben würden, ne? Und dann sage ich noch, was ich mache. Also ihr könnt es dann, wenn ihr die Nähte vernäht habt, könntet ihr das so lassen. Ich werde noch ein Element drauf machen. Ich habe das bei einem anderen Schal auch schon gemacht. Dieses, was ich mit dem Plotter ausgeplottet habe, werde ich in schwarz machen und das hier draufbringen mit dem Bügeleisen.
Und dann zeige ich euch auch noch, wie man diesen Schal anzieht. Weil ich habe gemerkt, als ich den zum ersten Mal jemandem geschenkt habe, dass die ein bisschen überfordert waren. Aber wenn man ihn einmal selber angezogen hat, dann weiß man, wie das funktioniert. In der Zeit, wo der Plotter kurz gearbeitet hat, habe ich die Nähte oder die Fäden noch vernäht. Das muss ich euch ja nicht zeigen, wie es funktioniert. Und ich habe mich entschieden, ihr könnt den Schritt auch weglassen, wenn ihr A, keinen Plotter habt oder euch das einfach nicht gefällt. Ich mag das jeweils, wenn so Schriftzüge auf den Schals drauf sind. Und da das ein Geschenk ist und das von mir fast ein bisschen erwartet wird, dass es so was Spezielles drauf hat, werde ich das auch machen. Ich habe es aber dezent gehalten, das heißt, es ist schwarz auf dem Schwarz drauf. Und es wird dann so sein, wenn ihr den tragt, ist es die Ecke, die an euch runter guckt, ist dieser Schriftzug da drauf. Und damit er da zu liegen kommt, habe ich die Ecke genommen. Hier ist dieser Druckknopf drauf, der obere Teil, und der ist hier auf der linken Seite und genau da muss der Schriftzug hin. Und ich habe den extra hier so, es hat einen 1 cm Abstand von der Naht auf beiden Seiten. Um den aufzubringen, das ist ja eine Flexfolie, und immer dran denken, beim Ausplotten, ihr müsst es seitenverkehrt machen, damit es dann richtig auf dem Schal liegt, um das aufzubringen. Ich nehme hier immer ein Backpapier. Ihr dürft nicht mit dem Bügeleisen direkt drauf, sondern da muss immer ein Backpapier drauf. Und ich habe das Bügeleisen auf die höchste Stufe eingestellt und den Dampf weggenommen. Und jetzt gehe ich effektiv drauf und gehe da mit Druck drauf. Deshalb habe ich auch ein Brett drunter genommen und mache das nicht auf dem Bügelbrett, sondern ich habe hier ein Holzbrett drunter. Da kann ich schön Druck drauf geben und das lasse ich so, sagen wir 20 bis 30 Sekunden, bleibe ich an einer Stelle, nicht hin und her wackeln, sondern wirklich auf einer Stelle bleiben, dann weitergehen. Das mache ich so ein paar Mal, damit ich sicher bin, dass die Folie haften bleibt auf dem Schal. Wenn ihr denkt, es ist genug, könnt ihr das mal testen. Das heißt, ihr hebt diese Plastikfolie vorsichtig an. Wenn die Schrift drauf bleibt, ist alles gut. Wenn sie mitkommt, dann müsst ihr noch mal drüber. Ah, ist genauso. Die kommt mit. Das hat noch nicht geräuscht. Ich bin mir das so gar nicht mehr gewohnt, weil normalerweise ich habe eine Heatpress, weil ich es halt sehr oft auch für T-Shirts und solche Sachen mache. Und mit dem Bügeleisen ist es ein bisschen, naja, ein Experiment, sagen wir es mal so. Ich merke, das sitzt noch überhaupt nicht fest, von dem her gehe ich da wirklich nochmal drüber. So, wunderbar. Der Schriftzug ist drauf und jetzt zeige ich euch noch, wie ihr den anziehen könnt. So, im Grunde genommen ist das ganz einfach. Ihr legt das so über die Schulter, dass die Druckknöpfe, die in der Ecke liegen, oben sind. Und dann habt ihr einen Druckknopf, der ist das Element, was man jeweils von außen sieht, und eins das Element, was man jeweils von innen sieht. Und so könnt ihr euch das auch merken. Das heißt, den man normalerweise nicht sieht, der kommt drunter und der andere kommt drüber. So, und jetzt nehme ich den hier, der drunter kommt, und suche hier hinten den entsprechenden Knopf. Der liegt jeweils so auf Schulterhöhe. Und dasselbe mache ich auf der anderen Seite. Das heißt, hier müsste es, ich sehe es jetzt gerade nicht, weil ich nicht vor die Kamera stehen will. Hier.
Hier hat es einen zweiten Knopf, das heißt, es kommt hier dran. Und dann könnt ihr das Ganze effektiv einfach drapieren. Das heißt, die Dreiecke vorne so ein bisschen zurechtziehen, weil da ist ja eins drunter und eins drüber. Könnt ihr das so ein bisschen drapieren. An euch vor dem Spiegel funktioniert das jeweils am besten. Und ihr seht, ihr habt überall immer das Vlies quasi auf eurer Haut und nicht den Außenstoff. Von dem her ist es auch nicht so schlimm, wenn das jetzt nicht der samteste Stoff ist. Und hier unten eben, wie gesagt, der Schriftzug. Und so sieht das Ganze fertig aus. Ich hoffe, euch hat die Idee gefallen und das Video und ihr habt Lust, das Ganze nachzunähen. Wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch. Und wenn ihr keines meiner Videos verpassen wollt, dann klickt auch auf das kleine Glöckchen unten und wir sehen uns hoffentlich in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!